ist schlecht geworden. Ich weiß auch nicht wovon. Und dann hat sich alles gedreht und ich bin da drüben hingefallen. Ich bring dich ins Krankenhaus. Du musst untersucht werden. Ich stütze dich. Warte. Ich helfe dir. Ah, es geht nicht. Mein Bein. Du brauchst dringend einen Arzt. Lass mich hier sitzen. Ich kann nicht. Mein Bein. Warte. Ich hol Hilfe. Es dauert nicht lange. Kann ich nach Hause? Vorläufig nicht. Wir müssten noch eine Knochenmarkpunktion machen. Was bedeutet das? Bitte beunruhigen Sie sich nicht. Ich möchte erst das Testergebnis abwarten. Vorher kann ich keine Diagnose stellen. Jan, du hast dich so verändert. Du bist andauernd gereizt, müde, siehst elend aus. Es könnte was Ernstes sein. Julia, Sie müssen jetzt sehr stark sein. Es ist eine große Prüfung für Sie und Ihre Familie. Habe ich eine schwere Krankheit? Julia, Sie haben Leukämie. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Nur weil ich einmal umgefallen bin, das ist doch lächerlich. Es tut mir leid. Ach was, es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut. Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt wie jetzt. Das freut mich. Sie haben sicherlich die Blutproben verwechselt. Sie sollten besser aufpassen, bevor Sie jemandem einen solchen Schrecken einjagen. Frau von Anstetten, wir haben die Laborergebnisse überprüft. Und zwar mehrmals. Der Befund war jedes Mal identisch. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ihre Krankheit ist Gott sei Dank früh genug erkannt worden. Und Leukämie kann heute viel besser behandelt werden als noch vor ein paar Jahren. Warum erzählen Sie mir das denn? Es interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich lasse Sie jetzt alleine und komme später noch einmal vorbei. Dann können wir in aller Ruhe darüber reden. Worüber? Eines sollten Sie wissen. Jeder verlorene Tag kann Ihre Prognose verschlechtern. Hallo. Ich dachte, ich guck mal kurz auf den Sprung vorbei. Und wieder fleißig am Lernen, ja? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss ständig an Julia denken. Du machst dir einfach zu viel Sorgen. Julia war schon seit Jahren nicht mehr richtig krank. Ja, wie beruhigend. Ja, das denke ich auch. Ich fahre nachher ins Krankenhaus, da werde ich ja sehen, was sie hat. Hast du Lust mitzukommen? Ja, schon, nur ich habe nachher eine Verabredung. Ich kann die unmöglich absagen. Dabei weiß ich noch nicht mal, ob mein Gast überhaupt kommt. Willst du nicht wissen, mit wem ich mich treffe? Was? Ach so, ja. Das wird die Frau aus dem Jugendasyl sein, wahrscheinlich. Ja, erraten. Tja, mal sehen, was sich heute so ergibt. Genau. Mal sehen, was sich heute so ergibt. Bitte setz dich. Okay. Ich sitze. Willst du mir jetzt erzählen, was passiert ist? Was soll ich dir erzählen? Die Sache mit Renate. Geht das schon wieder los? Ich will einfach nur hören, was passiert ist. Ich habe sie nicht geschlagen. Glaubst du, ich bin total bescheuert? Können wir nicht in Ruhe darüber reden? Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe mit Mama schon stundenlang darüber geredet und ich habe keine Lust mehr, mit diesem Schwachsinn nochmal von vorne anzufangen. So, kann ich jetzt gehen? Woher hast du die Verletzung an deiner Hand? Also doch! Was? Komm, gib's doch ruhig zu. Für dich bin ich es doch gewesen, ne? Florian, was soll denn dieser Ton? Du kannst mir doch einfach sagen, woher du diese Ist doch Verletzung egal, was ich dir sage. Glaubst mir doch sowieso nicht. Okay, von mir aus, wenn du dir so sicher bist, warum gehst du nicht einfach zur Polizei und zeigst mich an, hä? Was ist denn? Nichts. Gar nichts. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ging's wieder um Renate? Ich habe ganz ruhig mit ihm geredet. Aber ich komme nicht an ihn heran. Ist so schrecklich gereizt. Ja. Und das macht ihn nicht gerade glaubwürdiger. Ich weiß es nicht. Wenn es wirklich stimmen sollte, was Renate behauptet, dann meinst du nicht, dass sich ihre Mutter dann bei uns gemeldet hätte? Ja, es könnte sein. Wahrscheinlich wäre sogar die Polizei gekommen. Es wäre immerhin Körperverletzung. Das fehlte gerade noch. Glaubst du, dass er die Wahrheit sagt? Woher soll ich das wissen?
Sehe ich so aus? Klar, wie wäre ich sonst drauf gekommen? Und Sie sehen aus wie... Ich bin Sophie und duzen können wir uns auch. Angenehm. Fiona ist gerade oben und macht ein Zimmer. Es wird mir viel von dir erzählt. Ein großes Zimmer? Normal. Meinst du, ich krieg den ganzen Krempel da rein? Wenn du ihn stapelst? Geht nicht. Da ist zum Beispiel ein Keyboard drin. Da brauche ich auch einen Tisch für. Da noch meinen Sampler. Dein was? Meinen Sampler. Ach so, dein Sampler. Was brauchst du also? Man kann ja nie wissen. Ah ja. Wart mal ab, bis sich deine Stimme so verfremdet, dass sie wie eine verrostete Klospülung klingt. Oh. Also wenn das so ist, dann wird es vielleicht auch etwas eng. Aber du kannst ja im Stehen schlafen. Ich kann ein Hochbett bauen. Darin bin ich Spezialist. Nein, das geht leider nicht. Das Zimmer ist nur 1,50 hoch. Ehrlich? Tja, man gewöhnt sich dran. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Grüß dich, Fiona. Habt ihr euch schon bekannt gemacht? Ja, gerade eben. Alex will meine Stimme in eine rostige Klospülung verwandeln. Wie? Ich zeig's euch, wenn ich den Sampler angeschlossen habe. Gerade ist ein Brief für dich angekommen. Von wem? Weiß nicht, Fahrradkurier hat ihn gebracht. Alex will übrigens ein Hochbett in sein Zimmer bauen. Also irgendwo muss ich den Krempel ja unterbringen, ne? Jetzt warte mal, vielleicht ist das Zimmer auch so groß genug. Soll ich gleich mitkommen? Ja, klar. Dann gebe ich dir auch gleich den Schlüssel. Okay. Mein Gott, was hast du denn alles mitgebracht? Nur das Nötigste. Julia. Hallo Julia, du bist schon wieder auf? Ja, natürlich. Es geht mir wieder gut. Was haben die Ärzte gesagt? Nichts. Also sie haben natürlich schon was gesagt. Aber nur, dass es nichts Schlimmes ist. An allem ist nur mein niedriger Blutdruck schuld. Ach, wie schön. Können wir ja gleich gehen. Ja. Krankenhäuser machen mich immer so depressiv. Ich hab's mir ja gleich gedacht. Dieser ganze Wirbel war völlig unnötig. Naja, besser zu vorsichtig, als dass man es später bereut. Und die Ärztin hat nichts weiter gesagt? Hat sie dir auch nichts verschrieben? Nein, gar nichts. Sie meinte, es gibt zwar Medikamente, aber die schaden mehr, als dass sie nutzen. Naja, außerdem bin ich ja gesund. Wie hat sie deine Ohnmacht erklärt? Sie meinte, das kann schon mal vorkommen. Vor allem, wenn die Luft so schlecht ist wie in dieser Disco. Da soll ich dann das nächste Mal 2 Tassen Kaffee trinken und dann ist schon wieder gut. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Nein, hab ich doch gleich gesagt. Los, raus hier, lass uns gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass es hier so chaotisch aussieht, aber ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe es wirklich sehr, sehr schön hier. Danke. Schauen Sie sich ruhig ein bisschen um. Danke, gern. Na, wir wollen eigentlich keine großen Umstände machen. Nur mal nachfragen, wie es Ihrer Renate jetzt so geht. Sie haben Grund, sich für die Gesundheit anderer Leute zu interessieren. Was haben Sie denn gemacht? Nicht schlimm. Bänderriss. Ah, auch unangenehm. Tja, da lerne ich nun endlich mal die Eltern von Florian kennen. Renate und er scheinen ja wirklich gute Freunde zu sein. Ja, wir finden Renate auch sehr sympathisch. Ist sie hier? Nein, sie ist bei einer Freundin. Aber setzen Sie sich doch. Ach, das ist ja schade, weil eigentlich hätten wir sie ganz gern gesprochen. Bevor wir unseren Filius zur Brust nehmen, hätten wir ganz gern die Geschichte auch einmal von ihr gehört. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, wovon Sie sprechen. Gibt es vielleicht irgendetwas, was wir über die Auseinandersetzung zwischen Renate und Florian nicht wissen? Was denn für Auseinandersetzungen? Na, ihre Verletzung. Sie muss Ihnen doch erzählt haben, woher sie sie hat. Ach ja, sicher. Sie hat mir gesagt, dass sie beim Schlittschuhlaufen hingefallen ist. Stimmt etwas nicht. Wollten Sie zu Frau von Anstetten? Ja, wo ist sie denn? Das wissen wir auch nicht. Sie hat das Krankenhaus verlassen, nachdem ich ihr die Untersuchungsergebnisse mitgeteilt habe. Ich mache mir Sorgen. Frau von Anstetten ist dringend behandlungsbedürftig. Ist das was Ernstes? Tut mir leid, ich bin an meine Schweigepflicht gebunden. Hören Sie, ich bin Ihr Verlobter.
Trotzdem kann ich Ihnen nichts sagen. Ich studiere Medizin, ich kenne mich halbwegs aus. Gerade dann müssten Sie wissen, dass ich Ihnen... Leukämie, oder? Sie hat Leukämie. Ja. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass ihre Heilungschancen gut wären, da wir die Krankheit früh genug erkannt haben. Aber sie wollte nichts davon hören. Sie betonte immer nur wieder, wie gut sie sich fühlt. Den Satz kenne ich nur zu gut. Bitte reden Sie mit ihr. Ihr Verlobter gehört dringend in Behandlung. Jeder Tag zählt. Ich werde sofort zu ihr fahren. Ich werde alles versuchen, dass sie wieder zurückkommt. Hat sie denn wirklich noch eine Chance? Ja, die hat sie. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Heute Abend um 7 bei Paolo. Ich freue mich, Henning. Der spinnt doch. Klingt mehr wie ein Marschbefehl als eine Einladung. Wofür hält er mich eigentlich? Für einen Callgirl oder was? Der kann lange warten. Willst du nicht hingehen? Ich denke ja nicht dran. Er soll da sitzen, bis er schwarz wird. Oder bis er eine bessere findet, die sich sowas gefallen lässt. Aber du kannst dich wenigstens entschuldigen. Quatsch, so eine dämliche Einladung, die ignoriere ich doch einfach. Ja, höflich ist die Einladung wirklich nicht, aber du vergibst dir doch nichts, wenn du ihn anrufst und sagst, dass du heute keine Zeit hast. Aber einfach nicht hingehen. Damit begibst du dich auf sein Niveau. Das willst du doch nicht, oder? Weißt du, mir gefällt einfach die Vorstellung, dass er da stundenlang wartet und an seinem Champagner nippt. Wenn er da sitzt. Renate hat Schnitte im Gesicht. Die können unmöglich von Faustschlägen kommen. Sind Sie sicher? Absolut. Ich bin ja selbst Ärztin. Aber auch ein Laie würde das sehen. Sie glauben also, dass Florian nichts damit zu tun hat? Sie kennen Ihren Sohn ja besser. Wir konnten uns beide nicht vorstellen, dass er zu sowas fähig ist. Also ich hatte zeitweilig schon meine Zweifel. Ich glaube, dass Renate die Geschichte erfunden hat. Um Himmels Willen, warum denn? Es fällt mir schon eine längere Zeit auf. Sie flüchtet sich in eine Art von Traumwelt. Sie erfindet Geschichten, die sie dann tatsächlich für wahr hält. Und bringt andere in Verruf. Also die Sache mit Florian tut mir wirklich leid. Aber bisher waren die Geschichten eher harmlos. Ich habe schon mehrfach versucht, sie zu einem Psychologen zu schicken, aber sie will nicht. Ich selber bin ratlos. Mein Gott, auf uns hat sie immer so einen guten Eindruck gemacht. Wir hatten keine Ahnung, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Was soll ich machen? Soll ich sie einsperren? Oder ihr verbieten, Geschichten zu erfinden? Vielleicht sollten Sie ihr eindeutig klar machen, dass auf jeden Fall... Na, wenigstens hat sich ja die Sache mit Florian geklärt. Wenn Sie noch einmal mitbekommen, dass Renate Märchen in die Welt setzt, bitte sagen Sie mir Bescheid. Als Mutter erfährt man immer als Letzter, wenn die Kinder irgendwas ausfressen. Wem sagst du das? Hi, Hey, Florian. bist du allein? Ja, meine Mutter hat Spätschicht. Komm rein. Ich kann gar nicht lang bleiben. Zu Hause ist dicke Luft. Meine Eltern glauben immer noch, dass ich Renate geschlagen habe. Das kann doch nicht wahr sein. Langsam denke ich echt, die ganze Welt ist gegen mich. Alle glauben sie der armen, misshandelten Renate. Oh, aber ich glaub dir doch. Besser als nichts. Und? Wie läuft's bei dir? Noch beschissener als bei dir. Kannst du noch eine Katastrophe vertragen? Tja, auf eine mehr oder weniger kommt's dann wohl nicht an. Ne? Meine Mutter will jetzt doch ins Ausland. Was? Ja, sie weiß noch nicht genau wohin. Kanada, Australien. Jeden Tag kommt sie mit einem neuen Kontinent an. Ja, hängt halt auch von ihrem Job ab. Auf jeden Fall möchte sie so schnell wie möglich weg von hier. Und sie will, dass ich mitkomme. Aber das kann sie doch nicht machen. Sag du ihr das. Ich will aber nicht ohne dich hier bleiben. Denkst du, ich will dich Renate überlassen? Wir bleiben zusammen. Ja, aber wie denn? Versprich mir das. Ich warte. Ja, ich verspreche es dir. Wir werden schon zusammenbleiben. Oh Mann, aber wie wollen wir das denn machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nur, dass ich langsam die Schnauze voll habe und ich will nicht mehr nach Hause. Ja, aber hier kannst du auch nicht bleiben. Dann gibt es eigentlich nur noch einen Ausweg.
So klein ist das Zimmer doch gar nicht. Macht nichts. Ein Hochbett kommt immer gut. Aber du weißt doch noch gar nicht, wie lange du bleiben willst. Vielleicht hast du in 2 Wochen schon gar keine Lust mehr auf ein Hochbett. Nee. Sowas muss man gleich machen. Ein Raum braucht ein Gesamtkonzept. Das ist ja nicht Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Aha. Ich habe Architektur studiert. Ich weiß, wovon ich rede. Aber du weißt noch nicht, wie lange du bleiben willst. Die Berufspraxis dauert ungefähr 3 Jahre. Du bist sicher, du machst es in Düsseldorf? 99%. Ich habe zwar noch ein Vorstellungsgespräch, aber das ist reine Formsache. So. Ja, Vorstellungsgespräche liegen mir. Da sind die Leute immer begeistert von mir. Inwiefern? Wenn sie mich dann später näher kennenlernen, scheiden sich natürlich die Geister. Für die Männer bin ich eine Bedrohung. Und für die Frauen? Naja, kommt drauf an. Darauf, ob du ein Hochbett hast oder keins? Vielleicht. Du glaubst, dafür lasse ich mein schönes Zimmer verunstalten? Na, ich habe es mir anders überlegt. Man sieht's. Ja, also ich gehe hin und sage ihm meine Meinung ins Gesicht. Und es wird 5 Minuten dauern und weg bin ich. Dafür hast du aber ganz schön lange vor dem Spiegel gestanden. So? Sieht doch scharf aus. Das hat doch nichts mit scharf zu tun. Ich bin einfach... Also schwarz verleiht mir Autorität und außerdem hatte ich nichts anderes. Tschüss. Tschüss. Vielleicht sollte sie mehr Sport treiben. Ach, sie reitet doch 2-mal die Woche. Ich glaube, das reicht nicht. Wir sollten uns Gedanken machen, was für sie das Richtige ist. Hallo, Gero. Ist Julia da? Ja, sie nimmt gerade ein Bad. Aber was ist denn los? Du bist ja ganz blass. Ich muss mal mit dir reden. Das heißt, eigentlich weiß ich schon. Was heißt das? War's nicht so spannend. Julia ist schwer krank. Seit wann zählt ein Mensch mit niedrigem Blutdruck zu den... Sie hat Leukämie. Wer behauptet denn sowas? Die Ärztin. Sie hat versucht, mit Julia darüber zu reden. Sie will's nicht wahrhaben. Ja, dann müssen wir eben mit ihr reden, aber in Ruhe. Wir wollen doch keine Panik. Ach, Clarissa, wenn es tatsächlich Leukämie ist, dann dürfen wir die... Es wäre nicht das erste Mal, dass in einem Krankenhaus die Blutproben verwechselt wurden. Bitte, lass mich allein mit ihr reden. Wozu soll das gut sein? Ja, vielleicht hört sie auf mich. Hältst du eine Fehldiagnose für möglich? Das würde ich gerne, aber... Es ist unwahrscheinlich, ja? Ja, sehr unwahrscheinlich. Es ist ja nicht nur die Diagnose. Die Symptome sind eindeutig. Oh Gott, was war ich für ein Idiot. Was hast du denn? Ach, ich habe mich noch über ihre Müdigkeit lustig gemacht. Ich glaube, wir müssen uns alle Vorwürfe machen. Ich würde so gern dabei sein. Ich habe das Gefühl, ich könnte vielleicht was gut machen. Glaubst du im Ernst, Julia ist jetzt in der Stimmung, sich über deine Schuldgefühle Gedanken zu machen? Ich finde, Henning sollte dabei sein. Wir beiden werden uns zurückziehen. Ich wünschte, ich könnte Julia dieses ganze Theater ersparen. Hast du dich schon bei deinem Vater gemeldet? Nee, noch nicht. Aber das wirst du tun, oder? Mal sehen. Er hat mir erzählt, dass er Niederlassungen in halb Europa hat. Ja, Baubranche halt. Da kann man heutzutage schnell zu was bringen. Ein bisschen Talent und Fleiß gehört wohl auch dazu. Man muss vor allem die richtigen Connections haben. Das ist dabei das Wichtigste. Ich habe gar nicht richtig verstanden, was er eigentlich macht. Na, alles, was mit Bauen zu tun hat. Grundstücke kaufen, Projekte einleiten, erschließen, Einkaufszentren, Bürokomplexe und. Genau weiß ich es natürlich auch nicht und eigentlich interessiert es mich auch nicht besonders. Er ist doch immerhin dein Vater. Ach, was heißt hier mein Vater? Er ist abgehauen, als ich 3 war. Hey, ich bin jetzt 27, ich brauche keinen Vater mehr. Aber er ist nun mal dein Vater und ich glaube, er möchte einiges wieder gut machen, was er all die Jahre versäumt hat. Kann schon sein. Ist aber auch egal. Sag mal, diese Sophie, für wen hat die sich eigentlich so aufgeteilt? Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del tuo cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto facile cantarti una Kann ich Ihnen helfen? magari che Ja, es müsste ein Tisch auf den Namen Anstetten reserviert sein. Ah, selbstverständlich, für 2 Personen. Genau. Wenn Sie mir bitte folgen möchten. Ist der von Anstetten noch gar nicht da? Er kommt sicher gleich. Möchten Sie schon etwas trinken? Oh ja, gern. Haben Sie Champagner? Mehrere Sorten. Wenn Sie in Ruhe wählen möchten, bringe ich Ihnen die Karte. Ja, ach nee, das ist gar nicht nötig. Bringen Sie mir einfach die teuersten. Mein Gott, Julia, so eine Diagnose wird x-mal geprüft, bevor der Patient sie erfährt. Das ist ein Irrtum ziemlich unwahrscheinlich. Unwahrscheinliche Dinge passieren öfter, als man glaubt.
Julia, sei doch vernünftig. Es hat doch keinen Sinn, vor der Wahrheit davonzurennen. Ich bin vernünftig, absolut. Aber Ärzte machen ständig Fehler. Und in Krankenhäusern herrscht sowieso nur Chaos. Außerdem, ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so wohl gefühlt. Das ist doch kein Argument. Ach so, aber dass dieser dämliche Arzt meine Blutproben verwechselt, Julia, das ist warum ein können wir Argument. nicht einen Moment mal ruhig miteinander Ich reden? bin ruhig. Ich lasse mich nur nicht von irgendwelchen Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, für halb tot erklären. Okay, weißt du was? Wir vergessen die Diagnose einfach. Wir gehen davon aus, dass du gesund bist. Vollkommen gesund. Sag ich ja. Nur um absolut sicher zu sein, gehen wir zu einem anderen Arzt und machen einen Kontrolltest. Was hältst du davon? So ein Quatsch. Ärzte sind doch alle gleich. Was ist denn, wenn der Nächste auch meine Proben verwechselt? Soll ich dann etwa noch mal so einen Test machen? Nein! Du hast gesagt, ich bin gesund und dabei bleibt's. Und jetzt muss ich mir die Haare föhnen. Iris, Was denn? da scheint jemand sehr, sehr müde zu sein. Psst, nicht wecken. Geh besser nach oben. Hier auf dem Sofa verrenkt er sich noch den Rücken. Na, dann soll er auch gleich die Neuigkeiten erfahren. Hey, Jan. Hallo. Wir haben gute Nachrichten. Die Geschichte hat sich aufgeklärt. Renate hat alles erfunden. Ja? Ich will Florian gleich sagen, dass er entlastet ist. Ist er oben? Ja, ich glaube schon. Also ich verstehe das nicht. Herr von Einstetten verspätet sich eigentlich nie mehr als eine Viertelstunde. Tja. Vielleicht ist ihm etwas passiert. Hoffentlich. Wie bitte? Ich möchte bitte die Rechnung haben. Wie Sie wünschen. Ja, ich glaube, ich habe nicht genug dabei. Kann ich morgen vielleicht noch mal wiederkommen? Wenn Sie es nicht gerade passend haben, kann ich die Rechnung auch Herrn von Einstetten schicken. Das ist vielleicht besser. Ich gebe sie mal auch wieder. Ich wollte sie nicht gesehen. Entschuldigung. Sie haben ja Geld vergessen. Was ist denn? Er ist weg. Wahrscheinlich wollte nur mal kurz frische Luft schnappen. Er hat Kleidung mitgenommen und seinen großen Rucksack. Er kommt schon wieder. Er ist bis nirgends weggegangen. Dann Susanne. Jetzt er. Warum können wir nicht einfach zusammen glücklich sein? Hm?